Nach 2 Jahren, Leute, sind wir zurück hier beim Mansory Showroom in Dubai und wir zeigen euch die aktuellen Highlights, angefangen von einem Straight Pipe V12 Monster, übergehend auf einen ganz speziellen G63 AMG 6x6 Umbau und 2 ganz spezielle One-of-One Coupé Umbauten. Seid gespannt, wir legen los. Jetzt hast du deinen ersten Kunden hier und chillst am Handy, oder was? Bist jetzt endlich soweit, Robert? Ja, willst du deinen Kunden nicht beraten? Schon den ersten Mansory habe ich schon verkauft. Ach so, ja dann. Wir sind uns nur noch nicht einig, ob G-Klasse oder Lambo. Ja, oder beides. Bist jetzt endlich soweit, Robert? Nee, Können wir jetzt anfangen? ich warte nur auf dich. Auf mich? Du Ja. hast gerade eine halbe Stunde den Kaffee getrunken. Sollen wir jetzt die Story einblenden, Ja, oder lass wie? mich halt. So, Leute. Weißt du, was ich gerade festgestellt habe, Robert? Es ist das erste Mal, dass du ja in Dubai mit dabei bist. Endlich. Ja, irgendwann hast du es jetzt mal geschafft, ne? Ja. Ging nicht anders, notgedrungen. Ja, okay. Aber Leute, es ist schon wieder 3 Jahre her, dass wir hier bei Mansory gewesen sind. Also es ist verrückt, wie die Zeit vergeht. Und es hat sich auch bei Mansory wieder einiges getan, weil eigentlich wollte ich wirklich nur vorbeischauen und so schauen, was es hier so Neues gibt. Aber dann haben wir festgestellt, Leute, wir müssen hier ein ausführliches Video drehen, weil hier hat sich schon wieder einiges getan. Ja. Einiges an neuen Fahrzeugen. Ich weiß gar nicht, wo wir starten sollen, Robert. Ja, der Lambo hinter dir. Da würde ich einfach mal starten. Basierend auf dem Aventador Ultimate bedeutet limitiert auf 350 Stück und jetzt natürlich hier mit dem kompletten Mansory-Umbau, sogenannt Evo Final Edition, was halt schon wieder verrückt ist. Also wir brauchen gar nicht darüber reden. Mansory ist halt einfach verrückt, was die für Umbauten machen. Sei es auf der einen Seite, viele Leute lieben es, aber natürlich auch auf der anderen Seite, manche Leute finden es too much. Ja? Und ich finde es halt einfach faszinierend, wie heftige Umbauten Mansory macht. Und vor allem, wenn du dir auch mal wirklich im Detail die Umbauten anschaust, das ist schon next level. Und wie die es immer wieder schaffen, weil wenn du dir eben hier den Aventador anschaust, also ich meine, egal wo du hinschaust, es ist ja einfach so extrem viel Carbon verbaut. Aber was ich halt dann schon irgendwie sick finde, wenn du hier nach vorne kommst und du siehst diese komplette Front, diese ganzen Lufteinlässe, egal wo du hinschaust, selbst sogar oben, dieses Roof Scoop, das ist schon heftig. Weißt du was, Robert? Ja. Bleib mal ganz kurz stehen. Okay. Ich hole mal schnell einen Schlüssel, Ja? weil den muss ich euch jetzt mal schnell zeigen. So, Robert, dann schauen wir mal, ob das der richtige Schlüssel ist. Ja, hoffen wir's. Sieht doch gut aus, oder? Jo. So, Leute, und was ich eben mit verrückt meine bei Mansory, ist, dass nicht nur die ganzen Umbauten, das heißt Außen, Motor und Innenraum, extrem verrückt sind, sondern wenn man jetzt explizit bei diesem Fahrzeug schaut, hier, das basiert auf dem normalen G63 und Mansory hat es wirklich geschafft, es umzusetzen, hier einen 6x6 draus zu machen. Ja? Der sogenannte Kronos 6x6 limitiert auf 10 Stück. Und das ist wirklich verrückt, ja? Weil wir kennen es ja ähnlich von Brabus, die haben das ja auch gemacht, aber eben genauso auch Mansory hat hier einen kompletten 6x6 Umbau hinbekommen. Und dann natürlich hier, das ist eben wieder das Thema, das ist Geschmackssache, ob das einem taugt oder nicht. Wenn du nämlich natürlich schaust, hier was hier alles so speziell ausschaut, das hier letzten Endes sind Carbonstrukturen. Das heißt, das hier ist wirklich alles aus Carbon. Völlig verrückt, die Seitenspiegel hier, egal wo du hinschaust. Jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier durch, Robert. Ja, ja, safe. Jetzt schau dir mal den Innenraum an. Kommst Warte, du durch? Ich komm Willst durch. du erst mal Ich komm durchgehen? durch. Ja, nicht, dass mir wieder Nicht, wenn was es ein bisschen runterfällt. eng wird, oder? Ja. Zieht euch das mal rein. Hier, also ich muss sagen, jetzt hat hier den Innenraum, feiere ich extrem. Finde ich richtig, richtig geil. Überall dieses Alcantara, das Carbon, hier diese speziellen Akzente, schaut euch das mal an. Der Kontrast, also das finde ich schon extrem sexy. Auch der komplette Sitz, Mittelkonsole, die Luftdüsen, das ist schon geil. Und dann, ach krass, schau mal, ich glaube schau mal, Ja, da geht was? einfach die Tür. Yo, geht einfach so auf. Robert, kommst du da durch? Ja, die Kamera kommt durch. Die Kamera kommt durch. Schau mal hier den Sitz an. Hey, das ist schon sick. Und dann halt natürlich auch wieder Startknopf oben. Völlig geisteskrank. Du kannst ja sogar hinten die Sitze einfach komplett verstellen. Das ist schon ein Riesending. Das ist schon ein wirklich Riesengerät. So, und wenn wir aber dann natürlich schauen, hier
haben wir den alten 6x6 und das Fahrzeug basiert auch wirklich auf den originalen 6x6 und da hat Mansory einfach den kompletten Umbau nochmal gemacht. Ihr seht auch hier wieder, da sieht man es jetzt noch extremer, was du hier alles an Carbon verbaut hast, auch extrem sick finde ich, den blauen Innenraum, ja, so dieses Tiffany-Blau. Aber wie gesagt, hier, bei dem hat halt Mansory komplett Hand angelegt, was das ganze Thema Technik, Fahrwerk und so weiter angeht. Also ein immenser Aufwand. So, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben natürlich hier auch weiter schön einen Haufen G-Klassen mit einem kompletten Mansory-Umbau. Auch jetzt zum Beispiel hier, das ist das aktuellste Modell, bedeutet hier eben das Facelift-Modell mit dem neuen Hybridantrieb. Auch schon wieder brutal. Wie gesagt, Leute, es ist halt einfach Geschmackssache. Ja? Es ist natürlich die große Frage, welchen nehmen wir als schau dir erstmal nächstes? dieses Tray an. Das ist schon geil, oder? Hast du schon ein bisschen eine Auswahl. Aber weißt du was? Wir nehmen hier den ganz linken, weil ich würde mal sagen, jetzt Leute, jetzt starten wir mal ein Auto. Und das haben wir schon mal vor ein paar Jahren gestartet. Aber das hier ist jetzt nochmal was Neues, nochmal was anderes. Ja? Denn hier ein ganz anderer Spec. Hier den verrückten Ferrari 812 und das mit dem kompletten Mansory-Umbau und zwar der Stallone P830. Bedeutet auch noch mal etwas mehr Leistung. Und ja, Robert, ich glaube, du hast das Auto noch nie gehört, oder? Ich bin mal gespannt. Ich würde mal sagen, du gehst jetzt einfach mal da nach hinten. Ne? Ach, nach hinten soll ich gehen? Ja, natürlich nach hinten. Boah, allein dieser Innenraum, ey, ich will mich eigentlich gar nicht reinsetzen. Ich glaube, ich setze mich da auch nicht rein, wirklich. Ich mag sowas gar nicht. Ich mache hier einfach so. So. Robert, Ja? bist du bereit? Ja. Alter, ey, das ist immer wieder aufs Neue völlig verrückt. Ich höre dich nicht. Ich habe gesagt, es ist immer wieder aufs Neue völlig verrückt. Ach so, ja, ja. Wie laut ist das bitte? Das ist schon krank. Geisteskrank. Geisteskrank. Glaubst du, ein, zwei Refs können wir machen, oder? Ja, ja. Mach. Dann komm, geh mal nach hinten. Alter. Das ist so geisteskrank. Boah, ich höre gar nichts Dieser mehr. Sound. Aber halt auch richtig geil von der Klangart, weißt du? Boah. Also du merkst, was da Mansory an Zeit investiert hat, dass das Ding halt nicht einfach nur laut ist, sondern halt auch wirklich geil klingt. Alles gut, Robert? Alter, ich höre nichts mehr. Ja, und ich merke, da kommen ein paar Gerüche durch meinen Helm durch. Ja, 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 ja. Ja, es ist einfach so geil. Dann bist du wieder hier, siehst so ein Jetski, was hat er gesagt? Ich glaube 300 PS hat das Ding serienmäßig, 450 PS. Ist nicht dein Ernst? Ja, ich schwör's dir. Alter. Aber da willst du auch Meine schon wieder Ohren. nicht wissen, was das kostet. Aber Leute, jetzt gehen wir zu einem Auto, da weiß ich ganz genau, was das Fahrzeug kostet. Und zwar, jetzt passt mal auf, Mercedes G63 Coupé. Was? Und jetzt zieht euch das mal rein. Wir gehen jetzt hier in die Richtung. Denn sowas habt ihr, beziehungsweise auf jeden Fall ich, noch nie gesehen. Digga, was? Du denkst dir, Hä? du startest den 812, 12-Zylinder, richtig schön Saugermotor. Und das ist schon verrückt. Aber was zum Teufel ist das bitte? What the fuck? Das ist einfach eine G-Klasse, die halt einfach als Coupé-Version umgebaut worden ist von Mansory. Ja, kann man machen. Das Ganze hier auf 8 Stück limitiert. Das hier allerdings ein One-of-One, wurde mir gesagt, denn eben durch diese spezielle Lackierung in diesem Metallic, Bronze, Braun übergehend auf komplett
Matte Black. Und jetzt, Leute, schaut euch bitte mal diese ewig lange Tür an. Ja, vor allem schau dir mal die Seitenscheibe an. Ja, die Seitenscheibe das ist noch mal verrückter. Hier, du hast ja normalerweise, wenn du jetzt hier die normale G-Klasse nimmst, schau mal, noch mal ganz kurz, schau mal hin. Was das Chassis, was das alles verändert, wo du sagst, du hast hier diese 2 Scheiben. Nee, das nehmen wir raus, die Tür nehmen wir raus. Wir verändern einfach komplett alles. Wir nehmen einfach so eine Riesentür und dann das hier und diese Scheibe. Also allein, was da Entwicklungszeit drinnen steckt, willst du gar nicht wissen. Aber natürlich hat das Ganze auch seinen Preis. Denn Robert, was schätzt du, kostet hier dieses Fahrzeug? Was? 250, schätze ich mal. Du meinst Also- der Umbau? Nee, komplett. Robert, du weißt, dass ein G63 mittlerweile 180.000 € auf jeden Fall kostet. Keine Ahnung. Beziehungsweise, nee, tut mir leid, ausgestattet bist du über 200.000 €. Wenn ich auf Mobile schaue, schaue ich nur nach Golfs. Ach so, okay. Ja, genau. Ja gut, ich auch. Aber du Ja. willst doch jetzt ungefähr sagen können, was so ein Umbau, was schätzt du? Bin ich so weit weg oder was? Du hast gerade gesagt, dass das Auto 250.000 € kostet, dann- wenn ein normaler G63 ja, und 200. dann schätze ich jetzt ganz utopisch 500. Also das komplette Auto. Ja, mit Umbau. Okay. Ja, da kannst du dann noch eine 1 davor hinmachen, Wie denn das davor? Fahrzeug, Leute, kostet 1,5 Millionen $. Alter. Das Was? ist völlig geisteskrank. Aber jetzt musst du dir halt auch wieder überlegen, ich will einfach nicht wissen, was Mansory hier an Entwicklungskosten hat bzw. hatte. Ja? Und dann natürlich hier kompletter Umbau, 900 PS, kompletter Innenraum, hier schon wieder, egal wo du hinschaust. Alles Alcantara, alles Carbon, dieses schöne Blacked Out. Und ja, es ist schon sick. Aber ich sage, du sprichst. Ah ja, sorry, das hätte ich gar nicht machen dürfen, denn schaut Wieso? mal hin. Auch übrigens ein Highlight. Wir haben Softclose am Was? Start. Habe ich bei einer G-Klasse auch so noch nie gesehen. Nee, also ich habe vieles gesehen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Das ist schon verrückt. Ist schon crazy, oder? Hä? Aber ich sage ja, weißt du, du musst ja überlegen, jetzt ist das hier auf 8 Stück limitiert. Du sprichst halt einfach so ein spezielles Klientel an. Und da gibt es jetzt extrem viele, die sagen, nee, das geht gar nicht. Aber es gibt natürlich auch einige, die sagen, ey, das ist so abartig geil. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten, ich brauche sowas unbedingt. Und genau aus dem Grund ist Mansory da seit Jahren so erfolgreich, weil sie genau dieses spezielle Klientel ansprechen, die genau eben hier sowas Spezielles haben möchten. Und da zeige ich euch nämlich auch noch was anderes Spezielles. Muss ich jetzt halt nämlich mal schauen, wo ich den Schlüssel hier habe. Eigentlich nicht schwierig zu finden, weil es ist das einzige Lambo-Modell. Ich glaube hier, ja, sieht gut aus. Schöner Audi-Schlüssel, Oh ja. kennen wir ja, oder? Audi. So, nämlich hier auch Coupé. Denn Leute, das Auto durfte ich nämlich schon mal fahren. Weißt du, was ich jetzt vergessen habe? Was? Ich habe vergessen, das Auto zu starten. Echt? Können wir den starten oder Ja. was? Da bin ich mal Komm, gespannt. Robert, den müssen wir jetzt noch kurz starten. Ich war jetzt schon wieder so auf den nächsten fokussiert. Ja, aber dann behalt den Schlüssel doch gleich, oder? Ja, ich behalte den Schlüssel, Ja. klar. Du bist eine Maschine. Schau dir das an. Komm, wir starten den jetzt einmal hier kurz. Ja, da bin ich gespannt, Mann. Ha! Ey, das ist V8. Schau mal, wie geil, wie das hier leuchtet. Soll ich so ein bisschen? Ja, mach. Das ist so völlig verrückt. Und weißt du, was ich gerade festgestellt habe? Wir haben einfach hier auch noch einen kompletten Sternehimmel. Habe ich gerade festgestellt. Das ist völlig geisteskrank, Mann. Junge. Also, das ist schon brutal. So, aber es wird auch weiterhin brutal bleiben, denn Leute, hier haben wir das nächste Fahrzeug, was auf 8 Stück limitiert ist. Und zwar nämlich hier den Urus, ja, das auch wieder hier diese Coupé-Version ist, sogenannt der Venatus Evo C für Coupé. Und das Auto durfte ich
vor 2 Jahren ein bisschen bewegen. Und das, Leute, das war sowas von geisteskrank. Vielleicht können wir einmal ganz kurz einen Clip einblenden. Alter Schwede, ist das Ding laut! Das war so asozial, wie laut das Ding ist und vor allem wie schnell dieses Teil hier ist. Wir können mal hier auf die andere Seite gehen, dann können wir ihn mal ganz kurz aufmachen. Weil ich glaube, starten brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir ja schon mal. Aber schau mal, auch hier wieder diese ewig lange Tür. Diese ewig lange Tür. Das ist so verrückt. Und auch wieder genau dasselbe Thema. Überall Alcantara, Carbon, egal wo du hinschaust, Startknopf hier oben, wie bei einem Kampfjet. Verrückt. Wirklich, wirklich verrückt. Also ich glaube, Robert, das sollte hier so ein bisschen so die Highlights gezeigt haben. Ich meine, wir haben auch hier noch Rolls-Royce, hier eben den neuen Spectre. Da hat sich Mansory auch entsprechend was überlegt, vom Klang her was hinzubekommen. Auch natürlich brutal mit dem ganzen Carbon. Hier auch noch F8-Umbau. Und sonst, ja, wie gesagt, hier noch die restlichen Rolls-Royce-Modelle. Also, ja, was ist dein Fazit, Robert? Ja, ich finde es ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, Albert, genau das ist es ja. Es ist für einige Leute, ist es too much. Und ich sage auch, für mich gewisse Modelle sind auch too much. Aber genau das ist ja, was Mansory will. Und das spricht so viele Leute auch an, die das so extrem feiern. Und ich muss wirklich sagen, ich habe höchsten Respekt vor dieser Marke, was die hier wirklich umsetzen, weil das sind die Gesamtumbauten, wirklich das Gesamtprodukt. Das macht es aus, dass die nicht nur hier auf den Innenraum gehen, nicht nur auf den Motor, sondern wirklich hier diese ganze Entwicklung bis eben hin zum Sound. Und das ist wirklich, was ich so extrem hier bei Mansory feiere. Und es ist echt mal wieder geil gewesen, dass wir hier sein durften. Und ich würde sagen, jetzt machen wir Schluss, oder Robert? Definitiv. Denn wir müssen noch schauen, Robert, wie wir irgendwie hier diese Shisha mitbekommen. Weil ich muss schon sagen, da haben sie schon was Geiles gemacht, ne? What the fuck, was ist das denn? Schön auch komplett aus Carbon. So, Junge. ich würde sagen, wir sind raus, Leute. Kommentiert mal gerne drunter. Was wäre jetzt hier euer Favorit? Wenn ihr ein Fahrzeug wählen könntet, welches Fahrzeug würdet ihr hier nehmen? Ist es eher G-Klasse Coupé, Lamborghini, der 6x6 da hinten, brutal, der Lamborghini, oder eben hier der asoziale Sound von dem Mansory 812? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und dann würde ich sagen, Robert, sind wir raus, oder? Auf jeden Fall. Jetzt, was machen wir jetzt überhaupt? Geht's weiter? Wir haben noch gar nichts gegessen. Ja, Zeit wird's. Brutal, Wie spät ist vor allem denn ist es schon 4:45. Ja, Zeitverschiebung. Alles klar. Also Leute, wir sind raus. Yalla, Abfahrt.